In dieser Woche war es endlich soweit. Das wohl beste freistehende Zelt der Welt ist noch ein bisschen besser geworden. Hier haben wir das Durston X-Dome 2 und daneben das Durston X-Dome 1 Plus. Und jetzt ganz neu dazu gekommen ist noch endlich das Durston X-Dome 1 Plus in der Pro-Variante. Sieht farblich ein bisschen anders aus, denn endlich haben wir statt Silpoli hier Dyneema. Und was sich noch bei dem vielleicht neuen weltbesten Zelt jetzt verändert hat, wie der Aufbau aussieht, welche Materialien und kleine Detailunterschiede wir vielleicht zu den Vorgängerversionen haben, das schauen wir uns in diesem Video ganz genau mal an. Geliefert wird das Zelt mit dem Dyneema Außenzelt, dem Innenzelt, den vollständig verbundenen Carbongestänge, den Dyneema Packsäcken sowie insgesamt 8 DHC-Heringen in 2 unterschiedlichen Größen. Später werde ich auch noch eine komplette Nacht draußen im Wald darin verbringen, damit wir alles unter Realbedingungen mal testen können. Grundsätzlich wird die Pro-Version fast genauso aufgebaut wie das normale X-Dome 1 Plus. Man breitet zunächst das Außenzelt möglichst rechteckig auf dem Boden aus und setzt anschließend das vollständig miteinander verbundene Gestänge zusammen. Es gibt ja also keine einzelnen Stangensegmente, die man später verwechseln oder verlieren kann. Das Gestänge besitzt die charakteristische doppelte Y-Form. Dazu kommt eine horizontale Querstrebe im oberen Bereich, die später nicht nur das Dach anhebt, sondern vor allem die Seitenwände deutlich nach außen drückt. Und dadurch entsteht im Innenraum wesentlich mehr Kopffreiheit als bei vielen klassischen Kuppelzelten. Die 4 Enden des Gestänges werden zunächst an den Ecken des Außenzelts eingesetzt. Anschließend hängt man das Dyneema Außenzelt Stück für Stück mit den Clips außen am Gestänge ein. Die Konstruktion steht damit bereits vollständig und ist tatsächlich 100% freistehend. Man benötigt theoretisch also keinen einzigen Hering, damit das eigentliche Zelt steht. Und das ist ein wichtiger Unterschied zu vielen sogenannten freistehenden Ultraleichtzelten, bei denen zumindest die Apsiden oder einzelne Ecken zwingend abgespannt werden müssen. Natürlich würde ich hier trotzdem immer mindestens die Ecken und die Apsis sichern. Ein freistehendes Zelt kann bei so einer Windböe schließlich genauso schnell wegfliegen wie jedes andere Zelt. Und der Vorteil ist aber, dass man es vor dem Abspann noch einmal problemlos anheben, drehen oder an eine bessere Stelle versetzen kann. Die externe Position des Gestänges sorgt außerdem dafür, dass das X-Dome automatisch mit dem Außenzelt zuerst aufgebaut wird. Das Innenzelt kann dabei bereits eingehängt bleiben oder erst anschließend befestigt werden. Bei Regen bleibt der Innenraum dadurch während des Aufbaus weitgehend geschützt, was bei einem doppelwandigen Zelt definitiv nicht selbstverständlich ist. Und wer möchte, kann im Sommer sogar nur das Innenzelt mit dem Gestänge aufbauen. Genauso ist ein Aufbau ausschließlich mit dem Außenzelt möglich. Das gesamte System ist also ziemlich modular. Damit die Apsis ihre vollständige Größe erreicht, kann man die kleinere Türseite ganz normal mit dem Hering abspannen. Alternativ lässt sich hier auch ein Trekkingstock einsetzen und dadurch kann sogar die Apsis ohne Hering aufgestellt werden. Das wird wahrscheinlich nur in sehr speziellen Situationen wirklich notwendig sein, beispielsweise auf felsigem Untergrund oder auf einer Holzplattform. Es zeigt aber, wie konsequent Durston das freistehende Konzept umgesetzt hat. Die horizontale Querstrebe sorgt gleichzeitig dafür, dass der Eingangsbereich überdacht ist. Wenn man die Tür bei Regen öffnet, fällt das Wasser dadurch nicht direkt in das Innenzelt. Und auch der eigentliche Eingang ist vergleichsweise hoch, sodass man relativ bequem hinein und herauskommt. Für schwierige Wetterbedingungen besitzt das Zelt zahlreiche zusätzliche Abspannpunkte. Insgesamt sind bis zu 12 Abspannungen möglich. Besonders interessant sind damit die Aufnahmen an den beiden Enden der Querstrebe. Denn dort können 2 Trekkingstöcke schräg und gegenläufig eingesetzt werden. Die Stöcker verlängern also die Querstrebe dadurch praktisch nach unten und erzeugen einen zusätzlichen dritten Bogen. Und laut Durston wurde das Zelt mit dieser Unterstützung mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 Stundenkilometer pro Stunde getestet. Aber trotzdem ist es offiziell in erster Linie ein sehr leistungsfähiges 3-Jahreszeitenzelt und kein klassisches Expedition- oder Winterzelt. Mit zusätzlichen Leinen und guten Aufbau und den Trekkingstockstützen soll sich aber bereits in Richtung eines 4-Jahreszeitenzelts bewegen. Aber der größte Unterschied zum normalen X-Dome 1 Plus ist natürlich das Material. Beim Außenzelt verwendet Durston ein sehr leichtes Dyneema Composite Fabric. Der Boden besteht ebenfalls aus Dyneema, allerdings in einer etwas stärkeren Ausführung. Und anders als bei Silpoli oder Silnylon werden die entscheidenden Verbindungen des Außenzelts nicht nur klassisch vernäht, sondern verklebt bzw. gebondet. Die Verbindungen sind dadurch bereits vollständig wasserdicht, man muss das Zelt also nicht selbst mit einem Nahtdichter behandeln. Und Dyneema besitzt mehrere Vorteile. Das Material ist im Verhältnis zum Gewicht extrem reißfest, nimmt nahezu kein Wasser auf und dehnt sich bei Feuchtigkeit auch nicht aus. Gerade im Vergleich zu Silnylon ist das natürlich ein großer Vorteil. Das normale X-Dome verwendet zwar bereits formstabiles Silpoli, das sich auch kaum ausdehnt, aber auch Silpoli kann etwas Wasser aufnehmen. Ein nasses Dyneema Außenzelt dagegen lässt sich häufig fast trocken ausschütteln. Und das Material hat nicht nur Vorteile, es ist halt steifer, raschelt stärker und lässt sich auch nicht so kompakt zusammenpressen wie klassisches Gewebe. Und scharfe Gegenstände oder dauerhafte Reibung können zudem zu kleinen Löchern oder Abrieb wirklich führen. Und besonders beim dünnen Dyneema-Boden sollte man den Untergrund deshalb einmal vorher kontrollieren. Denn auch beim Gestänge wurde gegenüber der normalen Version noch einmal Gewicht eingespart. Zum Einsatz kommt ein neues Easton-Gestänge aus Carbon. Nicht nur die eigentlichen Rohre, sondern jetzt auch die Verbindungselemente zwischen den Segmenten bestehen aus Carbon und nicht mehr Aluminium. Das komplette Gestänge wiegt dadurch nur 260 Gramm, das Dyneema Außenzelt liegt bei 290 Gramm und das reguläre Innenzelt bei 230 Gramm.
Und zusammen ergibt das eben die beworbenen 780 Gramm. Dabei handelt es sich allerdings um das reine Zelt aus Außenzelt, Innenzelt und Gestänge. Packsäcke und Heringe sind dabei diesem Wert nicht mit eingerechnet. Mit den Packsäcken und 4 kleinen Heringen nennt Durston praxisnäheres Gewicht von ungefähr 825 Gramm. Ein weiteres Detail ist, dass das Außenzelt an allen Seiten relativ weit bis zum Boden reicht und dadurch sollen Spritzwasser und kalte Zugluft reduziert werden. Gleichzeitig befinden sich im oberen Bereich 2 verschließbare Lüfte, über die feuchte Luft entweichen kann. Bei meinem Exemplar ist das reguläre Innenzelt mit großflächigen Mesh verbaut. Im unteren Bereich befindet sich aber ein kleiner geschlossener Materialstreifen. Eine vollständig geschlossene Solid-Version des Innenzelts soll ebenfalls angeboten werden und damit wäre das X-Dome Pro vor allem für kühlere, windige Regionen den europäischen Herbst oder Winter noch ein bisschen interessanter. Im Innenraum gibt es 2 Taschen für Smartphone, Lampe oder andere Kleinteile und zusätzlich sind noch 4 Schlaufen vorhanden, an denen man beispielsweise eine Wäscheleine oder eine Campinglampe im Zelt befestigen könnte. Ja, das Wort Plus im Namen steht ja tatsächlich für einen ziemlich großzügigen Innenraum. Die Bodenfläche beträgt 2,2 Quadratmeter und liegt damit bereits in einem Bereich, den man normal bei kleinen 2-Personen-Zelten findet. Der Boden ist allerdings nicht durchgehend rechteckig, am breiten Ende stehen ungefähr 1,3 Meter zur Verfügung, auf der schmalen Seite sind es noch etwa 75 Zentimeter. Und dadurch gibt es neben dem Kopf- und Oberkörperbereich besonders viel Platz für Rucksack, Kleidung und weitere Ausrüstung. Die gerade Liegefläche beträgt ungefähr 2,15 Meter und wer mehr Platz benötigt, kann sich leicht diagonal hinlegen und erhält dadurch so ungefähr 2,3 Meter Länge. Bei meinen 1,89 Meter funktioniert das schon mal sehr, sehr gut. Diagonal habe ich dann aber natürlich nochmal deutlich mehr Abstand zu den Wänden. Die Innenhöhe liegt hier bei ungefähr 108 Zentimetern. Entscheidend ist aber nicht nur der höchste Punkt, denn durch die lange Querstrebe und die steilen Wände bleibt ein großer Teil dieser Höhe über den kompletten Innenraum erhalten. Ich kann dadurch nicht nur genau in der Mitte sitzen, sondern mich auch seitlich bewegen, umziehen und meine Ausrüstung sortieren, ohne sofort mit dem Kopf am Innenzelt zu hängen. 2 schmale Isomatten lassen sich wahrscheinlich irgendwie nebeneinander legen, aber als richtiges 2-Personen-Zelt würde ich das X-Dome Pro 1 Plus aber trotzdem nicht betrachten. Für eine Person ist es sehr, sehr luxuriös, für 2 Personen dann eher nur eine Notlösung. Ja, im direkten Vergleich zum normalen X-Dome 1 Plus haben wir wirklich fast exakt die gleiche Abmessung und die gleiche Konstruktion. Der große Unterschied ist einfach nur das Material statt Silpoly Dyneema. Dazu kommt der neue Dyneema Boden und leichtere Carbonstangen. Das normale X-Dome 1 Plus mit Stangen wiegt ungefähr 985 Gramm. Das Pro spart davon also rund 205 Gramm ein. Beim Packmaß war ich bei der Pro-Variante echt überrascht. Ich habe mir vorgestellt, durch das Dyneema wird es deutlich größer, aber viel Unterschied ist ja eigentlich nicht zu erkennen. Natürlich haben beide die Carbonstangen und sind mit ungefähr 48 x 12 Zentimeter im Standard echt lang, was fürs Bikepacken jetzt nicht ideal ist. Es gibt aber bald auch bei dieser Variante wirklich kompatible kurze Stangen, die dann später separat erhältlich sein sollen. Und übrigens sind Außenzelt, Innenzelt und Gestänge grundsätzlich mit dem normalen X-Dome 1 Plus austauschbar. Besitzer der normalen Version können später also theoretisch einzelne Pro-Komponenten nachkaufen. Das X-Dome 2 dagegen ist natürlich ein richtiges 2-Personen-Zelt, besitzt auch 2 Eingänge, 2 Apsiden und wirklich einen breiteren, fast rechteckigen Innenraum für 2 Isomatten. Das wiegt dann mit Carbonstangen ungefähr 1260 Gramm und damit rund 480 Gramm jetzt mehr als das Pro 1 Plus. Für 2 Personen ist das X-Dome 2 natürlich klar die bessere Wahl und auch von der Pro-Version soll später noch eine 2-Personen-Variante geben. Aber den richtigen Eindruck erhält man natürlich nur, wenn man einmal auch drin übernachtet. Deswegen habe ich das Zelt auch mal für eine Nacht mit in den Wald genommen. Schaut euch jetzt mal an, wie groß und geräumig das Ganze für 780 Gramm ist. Ich habe dazu jetzt die Thermarest X-Lite mit 350 Gramm dabei. Mein Nemophilo Elite Kissen, mit dem gehe ich eigentlich mittlerweile echt, selten nicht mehr auf Tour. Da sind mir die 80 Gramm den Komfort auf jeden Fall wert. Und ich habe den 133er Schlafsack bzw. Quilt aus Klimashield Apex. Und hier hat man einfach so eine große Kopffreiheit. Diese Tasche liebe ich auch. Da kann ich meinen Kleinkram reinpacken und direkt am Kopfbereich noch eine Tasche. Fußbereich, wie ihr seht, und Kopf ist mehr als genug Platz. Und hier drin habe ich zur Not auch noch, viel mehr Platz, als ich auf jeden Fall brauche. Und das große Vorzelt nenne ich es mal. Hier kann der Rucksack im Regen stehen, die Schuhe und man kann natürlich auch sogar leicht hier überdacht kochen. Ich finde es wirklich genial, dass es genauso geschnitten ist wie auch das normale X-Dome. Man hat einfach jetzt 200 bis 300 Gramm gespart und ich werde mal schauen, wie ist das Feeling gleich drin, weil wie ihr seht, ist Dyneema natürlich auch durchsichtig. Das heißt, ich werde hier den Wald wahrscheinlich beobachten können und relativ früh von der Sonne geweckt werden, aber das stört mich eigentlich nicht und das bin ich auch von meinen anderen Zelten gewohnt. Ich habe noch kein solides Innenzelt, das heißt, wir haben hier nur ein luftiges Meshgewebe, was im Sommer auf jeden Fall super ist für herbstliche Touren. Wenn es ein bisschen windiger und kalt ist, da werde ich mir auch noch ein solides Innenzelt holen, wenn es dann irgendwann nochmal auf den Markt kommt, das Nachrüsten. Ja, hier könnte ich jetzt noch die Trekkingstöcke quasi hier draußen auf beiden Seiten befestigen, aber
da wir, wie ihr hört, gar keinen Wind haben, brauche ich das nicht. Aber theoretisch hält das X-Dome so auch 100 km/h aus. Und ich bin gerade ganz froh um diese 2 Belüftungen hier, denn da werde ich heute von Gebrauch machen. Werden übrigens 12 Grad heute Nacht, deswegen passt eigentlich, denke ich, mit meinem leichten Schlafsack. Ja, was ein Luxus hier drin in diesem Zelt. Also ich bin es ja normal viel, viel kleiner gewöhnt, obwohl mein Tartan Rainbow ja wirklich nur 100 Gramm weniger Gewicht hat, ist hier schon mehr Platz. Also hier habe ich meinen Kleinkram. Die Tasche nutze ich auch sehr gerne. Und hier oben, vielleicht sieht man es ein bisschen, meine Mütze, mein Buff und noch Kopfhörer. Und ich liebe es einfach, wenn es so richtig schön organisiert ist. Und ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, das ist einfach wie Camping. Also es fühlt sich nicht wie ein Ultraleichtzelt an. Ich muss jetzt aber sagen, wo ich hier drin liege, es hat vielleicht einen Punkt Abzug gegenüber der Silpoli-Variante vom Gemütlichkeitsfaktor, weil die Wände schon, ich sag mal, einfach transparenter sind. Jetzt im Dunkeln sehe ich es nicht so viel. Und ich bin mir sicher, wenn ich das Innenzelt noch irgendwann solide habe, also dass hier das Fliegengitter nicht da ist und dieser Stoff bis oben geht, dann wird es auch nochmal so ein richtiges doppelwandiges Gefühl. Ja, damit guten Morgen hier aus dem stillen Wald. Es ist jetzt gerade echt noch so still wie heute Nacht irgendwie um 2, 3 Uhr, als ich einmal wach geworden bin. Gestern Abend war es noch echt warm im Zelt, ein bisschen gebraucht, bis ich einschlafen konnte, aber nochmal meine Klamotten gewechselt und dann bin ich so um 2 Uhr, halb 3 nochmal wach geworden, weil dann war es echt deutlich kälter, auch deutlich kälter, als ich überhaupt gedacht habe. Also es hat jetzt so mit dem Set aber auf jeden Fall gut funktioniert, hatte nur den Midlayer an, den Baselayer habe ich hier noch ausgezogen. Aber schon erstaunlich, wie kühl es wurde. Ich fühle mich ganz gut, habe bewusst jetzt hier noch ein bisschen Zeit im Zelt verbracht. Ich glaube, wir haben 8:45, halb 10 jetzt. Und ich glaube, jetzt werde ich mal langsam rausgehen und mir hier den Wald zur schönen Morgenstimmung angucken. Ja, ich konnte nichts Negatives finden bei der neuen Pro-Version und wie zu erwarten, gefällt es mir richtig gut. Also ich habe mir schon länger diese Dyneema-Variante gewünscht, bin aber auch ein sehr großer Fan von Dyneema. Ich weiß, das sind nicht alle, aber mittlerweile in der neuesten Generation von diesem Stoff, wenn man da einigermaßen gut mit umgeht, hat man auch noch eine ausreichende Haltbarkeit. Aber ich verstehe natürlich, 1.000 € sind verdammt viel Geld. Also es ist wirklich ein Zelt, würde ich behaupten, für eine kleine Nischengruppe, die das Hobby intensiv betreibt und wirklich sehr viele Touren macht und da wirklich das Beste vom Besten will, mit trotzdem einem sehr großen Komfort. Das zeichnet dieses Zelt, finde ich, außerordentlich aus, dieser Kompromiss aus dem Gewicht unter 800 Gramm, ein riesiges Platzwunder und der großen Sturmfestigkeit. Ich mag generell, wenn man die Trekkingstöcke, die man dabei hat, auch bei freistehenden Zelten noch weiterverwenden kann. Ein Tipp, wenn ihr eine längere Haltbarkeit bei Dyneema-Zelten haben wollt, dann versucht, das Material beim Einpacken nicht zu zerknittern, nicht einfach in den Rucksack zu stopfen, sondern in Bahnen so ein bisschen aufzurollen. Und hervorheben will ich auch nochmal, dass an alle Details hier auch gedacht worden ist. Ich finde es sehr gut, dass die einzelnen Packsäcke wirklich, selbst der kleine Heringssack hier aus Dyneema sind, ist auch nicht selbstverständlich. Und was ich noch nicht erwähnt habe, wir haben so eine kleine Reparaturrolle hier dabei. Die kann man im Zweifel über die Carbonstange wirklich packen, wenn das mal auf Tour brechen sollte. Habe ich beim anderen Zelt zum Beispiel auch dabei. Ja, mich würde natürlich mal interessieren, was sagt ihr zu diesem Zelt? Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Es ist natürlich direkt nach dem Release jetzt schon ausverkauft gewesen. Will auch noch mal betonen, ich habe mir alle diese 3 Durston-Zelte, die ich besitze, selbst gekauft. Mir war es hier nur möglich, eins jetzt von der ersten Bestellung wirklich vorzubestellen. Deswegen konnte ich das hier auch zeitnah jetzt testen. Ich weiß, bald wird es einen größeren Batch geben, wo es mehr Zelte geben wird. Das heißt, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, wenn ihr da Interesse dran habt. Und dann sollte es, wenn man schnell ist, auch möglich sein, so ein Zelt zu bekommen. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und hat euch das Review gefallen. Würde ich mich immer freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.